Man sagt ja, die Italiener haben das beste Essen, aber... Bruder, die kommen echt von unten. Wie sehr ich das vermisse. Vor dir hast du eine riesen Mauer und rechts hast du ein Rotlicht. Wie willst du hier was erreichen? Wir haben natürlich auf allen Art und Weisen versucht, an Geld zu kommen. Als dann Watford kam, 6,5 Millionen auf den Tisch gelegen hat, habe ich echt ein bisschen so im Kopf verloren. Das ist das Alter, wo man dann die Entscheidung treffen muss. Fußball oder was rauchen gehen. Selbe Straße, null Perspektive, aber das Beste draus gemacht. Genau, mein Bruder. Springt da mit rein, ne? Das ist Traumberuf Profi und ihr schaut einfach Fußball. Komme pünktlich zum Anpfiff. Stimmung ändert sich drastisch. Bands funktioniert schon im Schlachtfeld. 410 ist der Zip-Code. Clubshows sind im Wert von einem Brickcode. Ich bin Marco Okoye, Torwart bei Udinese Calcio und der nigerianischen Nationalmannschaft. Endlich wieder in der Heimat, In oder? der Heimat, endlich. Fehlt mir sehr. Düsseldorf geboren, aufgewachsen, ganzes Leben hier. Bei Gladbach, die 3 Jahre, habe ich meinen Vater gebracht, immer hin und her. Dann Bayer Leverkusen auch zu Hause gelebt. Da waren viele Jungs, die haben im Internat gelebt oder so Gastfamilien. Ich wollte nie raus, ich wollte nie weg. Ich habe in Düsseldorf gespielt. Dann bin ich nach Sparta gewechselt, Sparta Rotterdam. Richtig krasse Stadt. Und von Rotterdam nach London, nach Watford. Zweite Liga, ne? Ich hatte unterschrieben, wo die in der Premier League waren. Die haben gerade Manchester United 5-2 weggehauen und so. Also war alles eigentlich safe für Premier League. Aber bis ich dann im Sommer angekommen bin, sind die leider abgestiegen. Wie fühlt sich das dann an, herzukommen? Beste, was es gibt. Jeden freien Tag, den ich habe, den nutze ich, um nach Hause zu kommen. Ist das nicht teuer? Schon, aber für die Zeit, die ich hier habe mit den Jungs und der Familie, lohnt sich das auf jeden Fall. Was steht jetzt an? Erstmal zurück in die Hut, ne, ins Viertel. Die Jungs wiedersehen, einen Döner reinhauen. Das ist das Wichtigste. Kriegt man den in Italien nicht? Nee, leider nicht. Da gibt es nur Pasta und Pizza. Deswegen ist es gut, dass ich nur alle 3-4 Monate hier bin. Sonst würde ich mir jeden Tag einen reinhauen. Ey, wow, Bruder, wir müssen durch, wir haben nicht viel Zeit, ne? Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Warum kann es nicht wie früher sein? Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Bruder, was ist los mit dem Internet hier? Geht das nicht? Langsam oder immer langsam. Wir müssen safe zahlen. Ich zahl doch, Bruder, mach dir doch keinen Kopf. Warte, ich geb dir Fluss nach vorne. Kommt bei mir ab und. Wenn ich in Düsseldorf bin, ist das, wie ich von A nach B komme. Ich habe vor 3 Jahren meinen Lappen verloren. In London habe ich dann gesehen, okay, da ist viel mit den V-Classes, Customize und so. Und dann kamen wir auf die Idee. Jetzt ist das entstanden und jetzt wird das hier so ein Transport-Chauffeur-Service in Düsseldorf. Für die Zeit, die ich hier bin, benutze ich das dann selber. Playstation, Wi-Fi, Netflix. Hier seht ihr schon, wie meine Rückennummer auch. Die 40. Bei allem, was ich mache, ich denke an meine City, ich denke an meine Stadt. Düsseldorf, mein Bruder. Du weißt gar nicht, wie sehr ich das vermisse. Heimat, ganzen Jungs, Familie, Erinnerungen, Bruder. Ich laufe hier durch Düsseldorf und nur Filme im Kopf, ja. Wie lange ist her, dass ihr euch in der Konstellation getroffen habt wie heute? Das wird auf jeden Fall mehr als 10 Jahre her gewesen sein. Boah, Bruder, wie damals, ja. Alles gut, mein Bruder? Bei dir, Bruder? Freut mich. Stabil, gut Gut bist du auch, Bruder, ja? Lange her. Ey! Mein Vater. Wie geht's, Papa? Ist gut? Oh! Wir haben ja alle Fußball spielen gelernt. Das war unser Wohnzimmer hier. Also hier, vor allem am Block, da beginnt jeder eigentlich mit Fußball. Mit 14, 15 geht dann für die einen in die andere Richtung. Ja, ich glaube, das ist das Alter, wo man dann die Entscheidung treffen muss. Entweder Fußball oder doch lieber mit den Jungs was rauchen gehen oder trinken gehen oder Party machen. Da hatte ich Gott sei Dank immer die richtige Einstellung und einen Vater, der mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Meine ersten Nikes kaufte ich mir von meinem Schweiß. Nach der ersten Platte. 40227, Düsseldorf. Ich bin dabei, ich mach den Scheiß, wir gehen auf 1. Rot oder blau? Bruder, wenn du willst, Bruder, gib mir diese Schuhe, die du hast. Kein Problem. Wir nehmen alles, Bruder, kein Problem. Du hast gesehen, die Jungs waren glücklich. Das ist mir wichtig. Die haben auch einen großen Anteil an dem Weg, den ich gehe. Die sind dann alle mit mir zusammen begonnen. Oder der Fabio einfach gleichen Schaden wie damals. Ja. Guck mal, wie der mich eingespeichert hat. Mann, du Lessingplatz, ja, stark. Ich sehe, ihr habt noch gar nicht abonniert. Also, erstmal abonnieren und dann geht's weiter mit dem Video. Für mich ist das ganz besonderer Ort. Das ist schon heilig für uns. Ne? Und wir alle wissen, woher wir kommen. Und es ist schon echt besonders, wieder hier zu sein mit den ganzen Jungs. Da fehlen leider noch ein paar, aber das waren schon ein paar Anführer von damals. Immer wenn sie kommen, sind sie wieder zu spät. Den ganzen Tag bin nur draußen, bin zu viel unterwegs. Willkommen in Italien, Jungs. Ich hab noch nie was bewegt. Ich
Ich mach meine Sachen, hab das Ziel überlebt. Freust du dich jetzt nach Hause zu kommen? Also zu Hause ist eigentlich Düsseldorf, aber ich sehe die Familie, meinen Kleinen wieder, die bringen mir das zu Hause auch dann überall hin. Da freue ich mich drauf. Ein Auto fährst, was hörst du so? Boah, zur Zeit pumpe ich auf jeden Fall eine Menge Keule, Fahrrad, Sommer, wie Deutsch, ja. das ist der nur Deutsche, nur Deutsche. Erst wenn ich drin bin, hab ich Zeit zu entspannen. Draußen nur Stress, trotzdem glauben wir fest, dass wir eines Tages rauskommen aus dem Rauschgeschäft. Wir sind gerade im Blue Energy Stadium, unser Stadion, wo es hier alle 2 Wochen richtig zur Sache geht. Ja. Jeder Spieltag ist hier extrem besonders. Immer wieder, wenn die Fans meinen Namen rufen und ich auf den Platz komme. Nach dem Spiel ruft man die Jungs an und sagt schon, boah Bruder, Lukaku ist kein Spaß mehr, ist kein Mensch mehr. Was hast du denn gestern gemacht? Gestern blöd gelaufen, sag ich mal. Also Inter gespielt. Und ja, das ist natürlich das Highlight des Jahres. Ne? Gegen Inter Mailand, nicht für uns Spieler, sondern für den Club, für die Fans, für die Stadt. Ja, leider mit einem Fehler ins Spiel gestartet. Deswegen muss ich das gut und positiv verarbeiten, weil ich Samstag auf dem Platz wieder stehen muss und dann dafür sorgen muss, Punkte zu Hause zu halten. Es ist mir immer wieder eine Ehre, vor allem gegen Torhüter zu spielen, von denen ich mir vor ein paar Jahren noch Highlights-Videos reingezogen habe, um zu lernen. Das ist das Schönste, was es gibt. Mike Mignon. Ja, von so Torhütern hat man sich die Videos damals angeschaut als 16-, 17-Jähriger. Für mich der Beste in Italien. Auf so einem Level will man mal irgendwann mal stecken. Hier haben Spieler gespielt wie Rodrigo de Paul, der jetzt bei Atletico Madrid spielt, von hier ausgewechselt. Wie Bruno Fernandes, der bei Manchester United spielt. Alexis Sanchez, der von hier aus nach Barcelona gegangen ist. Ich weiß, okay, man kann von hier aus nach Barca, man kann von hier aus nach Man U, man kann von hier aus nach Atletico Madrid. Ich habe Spieler vorgemacht und ja, das ist auch ein Weg, den ich gehen will. Ich komm von dort, wo man nichts hat, von dort, wo es nur Giftgabe gibt zum Frühstück, bisschen Zen und zum Abendbrot, das Da ganz oben, das waren unsere 4 Wände. Boah, Mozart, hier unsere Gespräche später am Abend immer. Wir haben hier immer sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr lange über das Leben gesprochen. Ja. Ich vermisse das hier. Ich auch, Bruder, Allah. Bruder, jetzt zu wissen, dass da jetzt andere Menschen wohnen. Ja, Bruder, bei mir auch, jedes Mal. Das fickt mich am meisten, Bruder. Was man da alles erlebt hat und dann ist auf einmal irgendjemand anders Wallah, in deinem Bruder. Raum. Irgendeiner fühlt sich da jetzt gerade wohl, wo Wallah, du Bruder, dich krank, wohl gefühlt hast. Kauft ihr euch die Wohnung irgendwann zurück? Muss eigentlich, ne? Muss halt. Ich sag ganze dir, Block, Bruder. ganze Block habe ich überlegt. Kannst du mal sehen, was die Straße herausgebracht hat. 2 erfolgreiche Menschen, selbe Straße, null Perspektive, aber das Beste draus gemacht. Genau, mein Bruder. Wenn du rauskommst und siehst, da ist Das einfach ist das Erste, Rotlicht. was man sieht, wenn man nach rechts guckt hier. So, was ist das bitte für eine Aussicht? Vor dir hast du eine riesen Mauer und rechts hast du ein Rotlicht. Ja, wie willst du hier was erreichen? Man ist halt nah dran an der ganzen Scheiße, sage ich mal. Am Lessingplatz, wo wir groß geworden sind, das ist aber auch der Handelsplatz von Drogen. Man ist da extrem nah dran. Und das ist dann eine Frage von Mentalität und was man will im Leben. Dann gehen wir in die Lieblingsecke von uns. Endlich krieg ich mein Baby zurück, mein E-Coupé, gehen jetzt abholen. Erstes Auto, was ich gekauft habe. Ich glaube, da weiß jeder, da gibt es eine ganz besondere Connection zu. Giorno, mi hanno detto posso passare quando vuoi. Springt da mit rein, ne? Fühlt sich gut an wieder. Mein Baby, den gebe ich auch niemals ab. Also den werde ich safe noch in 10 Jahren fahren und brettern. Sag mal, die V-Klasse, die ich geholt habe und der ganze Umbau, ja, da kannst du auch eine G-Klasse mitholen. Ich brauche gar keine G-Klasse, ich will keine G-Klasse und lieber lasse ich das Geld arbeiten. Also in Autos zu investieren und zu bezahlen, ist für mich das Dümmste, was es gibt. Deswegen bin ich hier echt mit meinem ersten Wagen noch am Fahren und mich juckt das gar nicht. Lieber investieren, Jungs, an alle da draußen, die zugucken. Erinnerst du dich noch an den Moment, als so der erste dickere Betrag auf dem Konto war? Ja, war schon heavy, als dann Watford kam. Knapp 6,5 Millionen auf den Tisch gelegen hat, Transferpreis. Das war schon heftig und dann die Zahlen da zu sehen, das hat alles echt in eine ganz andere Dimension geschossen. Ich habe in Rotterdam, das war ja auch schon professionell Fußball, auch gutes Geld verdient, aber das kann man gar nicht vergleichen. Wenn man dann doch gut Geld macht, dann merkt man aber auch, es löst erstens nicht alle Probleme und zweitens macht dich das auch nicht wirklich glücklich. Da habe ich echt ein bisschen so im Kopf verloren. Ja, da habe ich ein bisschen auf Kacke gehauen, aber richtig dumm, also Uhren mit Diamanten und sowas gekauft. Also das ist echt so bescheuert. An alle, die zuschauen, das macht keinen Sinn, das ist dumm und ist auch nicht cool. Ich glaube, ich hatte die 2-mal an die Uhr oder 3-mal. Bevor es im Fußball geknallt hat bei dir, hattest du da schon Kohle? Also wir haben natürlich auf allen Art und Weisen versucht, an Geld zu kommen. Ne? Aber nee, also wir kommen echt vom, ich sag mal so, von unten. Erstmal kam mein Vater einen weiten Weg, dass wir überhaupt was haben. Einen extrem weiten Weg aus Nigeria. Hat uns schon mal das bessere Leben gegeben. Ich bin froh
und glücklich über die Art und Weise, wie ich groß geworden bin. Ich denke auch, dass man eine Menge sieht. Es ist wichtig und gut, dass man eine Menge sieht in der Kindheit. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine Menge gesehen auf der Straße. Tweet the maths, 1 into 3, I'm back. Kettle boil, fork in oil. Can't talk with my ops and soil. Jetzt gehen wir kurz zum Kiosk, zum Mustafa Haji. Da siehst du, da gehen die Prostituierten auch ins Kiosk. Und das sieht man dann tagtäglich. Aber das sind auch Sachen, die uns geprägt haben. Und das hält mich immer auf dem Boden. Und das ist wichtig, weil ich bin auch noch am Anfang. Ich will noch viel weiter. Oder besser, vielleicht XL besser? Was XL? Mach im Laden rein. Geil, Bruder, geil. Was trinkst du, Papa? Ich mach alles auf Mustafa seinen Deckel heute. Wie fühlt sich das für euch an, wenn die alte Hut stolz ist? Ist ein schönes Gefühl. Du bist quasi mit einem Bein in einem Dreck drinne und in einem anderen Bein hast du zu entscheiden, wo du reingehst. Während andere Leute schlafen, musst du schon wach sein und unterwegs sein und wirklich für deine Ziele kämpfen. Und wenn du wirklich ein Ziel vor Augen hast und fokussiert bleibst, erreichst du alles. Das ist nicht nur gelabert, nein, das ist wirklich so. Ihr habt hier 2 Beispiele. Wenn man wirklich dran bleibt und an seine Träume glaubt und ein Ziel vor Augen hat, wird man alles erreichen. Ich hatte Gott sei Dank einen Vater, der mich immer auf den geraden und rechten Weg geleitet hat und dafür gesorgt hat, dass ich meinen Weg gehe. Und dafür bin ich Papa dankbar. Ich muss dem Vater auch sehr, sehr wirklich großes Dank sagen, der den auch jeden Tag gefahren hat, egal wo das war. Schwere Zeiten, war immer da, war super. Ich habe jetzt ein Haus gekauft für meinen Vater, um meinem Vater in Nigeria das Leben zu geben, was er verdient. Ich hoffe, ich gebe es in der richtigen Art und Weise zurück, weil Geld ist nicht alles. Die Dinge, die er mir gelehrt hat, die kann ich halt nur so zurückgeben irgendwie. Nicht jeder wird irgendwas, aber wir sind zufrieden, wir sind stolz. Das sind die Jüngeren hier aus der Hut. Die wissen gar nicht, wie stolz ich auch auf die bin. Ich meine, ich kenne den Walid zum Beispiel, seitdem der so ist. Der hat einen Stock unter mir gelebt. Jetzt zu hören, dass er studiert, zum Beispiel, macht mich stolz. Und zu sehen, dass er so ein Mann schon geworden ist in so frühen Jahren, es gibt mehr als nur Fußball. Und es gibt auch mehr als Musik. Guck mal, Mozart ist mit dem höchsten Geschäft, was Musik betrifft. Ich bin jetzt auch schon in der Serie A angekommen, was auch mit das höchste Geschäft im Fußball ist. Und da gibt es aber noch viel mehr. Und deswegen, die Jungs machen mich auch stolz. Und die sind auch noch gerade am Anfang und die haben auch noch viele Träume und Ziele, also auch neben Fußball. Man muss einfach nur Gas geben, egal in welchem Teil des Lebens. Die Gespräche, die wir jeden Abend geführt haben, war schon klar, der Junge weiß, wo er hin will. Der Junge wird das auch erreichen. Und es war nur eine Frage der Zeit, ob es heute ist oder in einem Jahr oder in 2 Jahren. Man wusste schon, da wird es auf jeden Fall in diese Richtung gehen. So die Zeiten früher hinter Garten, da hat uns alle auseinandergenommen. Hat gerne seine Handys verwettet, dass man ein Tor schießt. Hat bis heute niemand bekommen. Ich bin stolz auf euch, Wallah, Bruder. Tut mir leid, Jungs, fürs Warten, ja? Double R oral sex, that's killing in head. Rapping, still trying to put it to bed. No leg shot, still gotta push it in chest. Wir sind hier gerade in dem Walk-in Closet. Hier habe ich meine Trikots, die ich mit Spielern getauscht habe oder von Freunden bekommen habe. Ich fange mal mit dem hier an, von Jude. Nein, habe ich natürlich nicht gewechselt. Damit laufe ich rum ab und zu, wenn ich mal ein bisschen frei habe. Arnautovic, die Jungs aus meinem Alter wissen es. Arnautovic war eine geile Personality, unglaublicher Charakter, der uns alle motiviert hat. Der war halt voll Straße. Alle Jungs von der Straße haben Marco gefeiert, haben Arnautovic gefeiert. Ich habe es ihm persönlich auch gesagt. Wie hat er reagiert? Wie erwartet, abgefuckt und Straße reagiert. Das habe ich von meinem guten Bruder und Freund Victor Osimhen an all die Türken, die zugucken. Ich habe leider nur eins, deswegen kann ich keins hier verschenken. Nochmal, gegen Napoli haben wir 1-1 gespielt. Er hat gegen mich getroffen. Man kennt seinen Jubel, Maske ab und los geht's. Aber er hat nicht gejubelt danach, aus Brüderschaft. Und da bin ich auch bis heute sehr, sehr froh drüber. Hausnummer, Chesney. Ja, siehst du hier, das ist Match worn. Vielleicht mal irgendwann mal in so ein Trikot-Room einrahmen. I'll be there through the highs and lows. We all know life gets tough when you're by yourself. It's a lonely road. Ein Trainingstag sieht dann so aus auf dem Platz, dass man als Torwart mit der Torwartgruppe anfängt, mit dem Torwarttraining. Und dann geht's mit der Mannschaft weiter. Ja, da geht's schon ab. Ja, und manchmal auch wild. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's sole. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's sole.
mit Ernährung und sowas. Achtest du da im Alltag drauf? Ja, auf jeden Fall. Also es passiert extrem viel am Stadion. Das heißt, extrem vieles kontrollieren, was wir essen, was wir frühstücken, was wir zum Mittagessen haben. Man kann sich auch das Abendessen mit nach Hause nehmen. Wir haben auch monatliche Tests, die scannen deinen ganzen Körper. Und täglich wird auch gewogen. Also wenn da mal was nicht gut läuft, wissen die sofort Bescheid und ändern dann auch sofort um. Good Boys im Dunkeln auf North Face, okay, ob aber Routei, im Kopf nichts viel außer uns selbst. Jeder nennt jeden die Cousin. Absolute Nummer 1. Nummer 1 in Düsseldorf. Nummer 1. Wichtigste. Erst was gemacht wird in Düsseldorf normalerweise, Haus des Döners, einen Döner reinhauen. Man sagt ja, die Italiener haben das beste Essen, aber... Oder super Essen, ja, aber mir fehlt der Döner und vor allem die türkischen Restaurants. Ein Adana und so auf Schnelle ab und zu ist wichtig. Das gibt's da drüben leider nicht, ja. Deswegen, falls das mein Ernährungsberater sieht aus der Mannschaft, nur einmal in 3 Monaten. Tut mir leid. Der hat 6, 7 Döner auf Rückbank für mich und einen anderen Teamkollegen, auch Deutscher, von Düsseldorf nach Udinese. Wenn er das sieht, Antonio Tiklic, ich grüße dich, Bruder. Der Döner war zu brutal auf mich. Manchmal frage ich mich auch, wenn man einen Trikottausch macht, zum Beispiel jetzt mit Mignon oder Chesney, wo landet dann das Trikot, was ich ihm gebe? Ich denke mir dann, okay, eines Tages wird das dann doch vielleicht rausnehmen und sagen, guck mal hier, der hat jetzt auch noch mal ein paar Schritte weiter gemacht und ist nochmal auf ein hohes Niveau gekommen. Möchtest du in der Serie A bleiben oder was wäre das ultimative Ziel für dich? Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Natürlich gibt es dann noch Schritte hinaus, wie Real Madrid und Premier League. Aber zurzeit und in den nächsten Jahren sehe ich mich auf jeden Fall hier in der Serie A. Das kann ich auch schon Heimat nennen hier. Und mit den Fans vor allem, mit der Stadt, fühle ich mich sehr, sehr connected. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, like, kommentiert und hier haben wir noch 2 Videos für euch.